Die Themen im heutigen Zocker-Launch-Wochenrückblick sind: Dune RTS Barkan mit Lebenszeichen nach über einem Jahr, The Cruised startet kommende Woche in den Early Access, Dragonscale Monastery sucht Spieletester, Amazon verschenkt anlässlich des 10. Prime Days teilweise hochwertige Games für Prime-Kunden, The First Explorers reitet weiter auf einer Erfolgswelle, Lebenszeichen von Tempest Rising und mit Kaiserpunk bahnt sich die nächste Erfolgsgeschichte im Strategiesektor an. Mit Barkan befindet sich seit Jahren ein spannendes RTS in Entwicklung, welches sich ganz klar an der Dune-Marke bzw. an den Westwood-Klassikern abarbeitet, das aber aufgrund fehlender Markenrechte so nicht benennen darf. Bei mir ist der Titel so ein bisschen hinten runtergefallen, da man bis Mitte 2023 nur noch wenig gehört hatte und dann bis jetzt komplette Funkstille herrschte, was, wie wir mittlerweile nur zu gut wissen, eher kein gutes Zeichen ist. Jetzt ist man aber augenscheinlich zurück und hat in einem neuen Blogpost neue Gebäude vorgestellt. Im fertigen Spiel sollen dann 3 Clans um die Vorherrschaft auf einem Wüstenplaneten inklusive Sandwürmer kämpfen. Pardon, hier sind es tatsächlich dann Sandschlangen. Und der Planet beinhaltet natürlich im Sand eine wertvolle Ressource, die es zu ernten gilt. Also, wo die Ideen insgesamt herkommen, aber soeben nicht benannt werden dürfen, sollte glasklar sein. Wer Bock auf ein RTS in diesem Setting hat, kann sich jedenfalls jetzt schon die Demo gönnen. Cargo ship Alpha, requesting permission to dock. Access granted. Threat of survival always pushes humanity. Ein weiterer spannender Titel, der zu meiner Schande ebenfalls bisher bei mir hinten runtergefallen ist The Cruised, welches in wenigen Tagen am 15. Juli endlich in den Early Access auf Steam startet. The Cruised entstammt einer ehemaligen Kickstarter-Kampagne, durch welche mit über $200.000 das Doppelte der veranschlagten Summe eingenommen werden konnte. Im Spiel ist es deine Aufgabe, den Mond zu kolonisieren und, Zitat, eine groß angelegte Wirtschaftssimulation auf Survival-Elemente und ein dramatisches Drehbuch treffen zu lassen. The moon conceals a lot more than anyone could have imagined. Hey, what the hell? The bigger question still lingers. Will the moon be humanity's endpoint or the beginning of a new path? Ebenfalls hochspannend ist Dragonscale Monastery, welches aktuell Playtester sucht. Hier baut ihr ein Kloster am Hang eines Berges auf und errichtet dabei auch ein Drachenrefugium. Dabei müsst ihr raue Winter samt Ressourcenmangel überstehen, sowie Hunger, Kälte und anderen Widrigkeiten trotzen. Damit aber nicht genug, müsst ihr euch auch mit der Zucht von gigantischen Drachen auseinandersetzen, welche natürlich unter anderem auch gefüttert werden wollen. Die Anmeldung zum Playtest findet ihr direkt auf deren Steam-Page. Anlässlich des 10. Prime Day Jubiläums verschenkt Amazon seit einigen Wochen im ständigen Wechsel hochwertige Videospiele. Daher können sich Prime-Kunden über gaming.amazon.com diverse Spiele einsacken und danach auch für immer behalten. So könnt ihr euch hier aktuell unter anderem Hitman Absolution sowie Call of Juarez 1 und 2 wie auch Battlefront 2 in eurer GOG-Bibliothek verewigen lassen. Ab dem 11.07. wird euch hier dann auch Star Wars Knights of the Old Republic 2 zur Abholung bereitgestellt. Generell wird Amazon Prime für Gamer immer interessanter, da der Abo-Service auch das Streaming-System Luna beinhaltet, über welches ihr zum Beispiel auch euren Ubisoft-Account koppeln könnt und dann ohne PC und Konsole ganz simpel alle Spiele über euren Smart TV zocken könnt, was nach meiner jüngsten Erfahrung verblüffend gut funktioniert. Übrigens auch mit Anno 1800 und die Siedler Neue Allianzen. Apropos die Siedler. Das erste Gameplay-Material zu The First Explorers schlägt weiter positive Wellen und ist die deutsche Medienlandschaft mittlerweile rauf und runter getingelt. Verblüffend, wenn man sich in Erinnerung holt, dass Ubisoft fast 20 Jahre lang gebetsmühlenartig von irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen abgeleitet uns erzählen wollte, dass wir ein klassisches Die Siedler ohne Schnickschnack im Die Siedler 3 und 4 Stil nicht mehr haben wollen würden.
Ob man sich eigentlich bei Ubisoft Düsseldorf noch vor die Tür traut? Egal. The First Explorers konnte jedenfalls jetzt aus dem Stand heraus bereits über 1000 Discord-Mitglieder versammeln und ist ebenfalls noch viel beeindruckender in den Steam Wishlist Charts als Ein-Mann-Projekt in den Top 1000 aller Spiele weltweit. Und das einfach nur mit simplem Gameplay, ohne irgendwelche CGI-Gedöns und auch noch ohne Echtzeitkämpfe. Aber eben auf den Punkt genau das, was man sich seit Die Siedler 4 aus dem Jahr 2001 von einem wahren Nachfolgetitel erwartet hatte, aber dank PowerPoint nie bekommen hat. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke an Die Siedler 5 nicht. Battle Command Uplink initializing. Please stand by. Aber Totgesagte leben länger. Stimmt's, Tempest Rising? Nachdem man nach einer Verschiebung und einer in etwa vierteljährigen Funkstille endlich mit Neuigkeiten zum RTS-Titel um die Ecke kam, wurde es danach wieder ruhig. Zu ruhig. Genauer gesagt haben wir jetzt schon wieder ein Vierteljahr absolut gar nichts zu Tempest Rising gehört. Das soll sich jetzt aber in Form einer neuen Demo-Version ändern, welche anlässlich der Tacticon 2024, welche vom 18. bis zum 22. Juli laufen wird, wohl Gerüchten zufolge verteilt werden soll. Die Tacticon ist ähnlich wie das Steam Next Fest ein Online-Event speziell für Strategiespiele, durch dieses die Teilnehmer mit Rabatten und eben Demo-Versionen auf sich aufmerksam machen können. Tempest Rising wurde hier bereits, übrigens neben Nova Roma, Endzone 2 und Fata Deum, offiziell als Teilnehmer bestätigt. We've discovered a strange property. On a large scale, the event could be catastrophic. Get me one of these missiles, Commander. Offensichtlich ebenfalls bei euch hoch im Kurs steht Kaiserpunk vom kroatischen Entwickler Overseer Games, welches sich schon mit Patron und Aquatico einen Namen machen konnten. Kaiserpunk beschreibt sich selbst als ultimative Kombination aus Städtebausimulation und Langzeitstrategiespiel in einem alternativen 20. Jahrhundert. Neben dem Städtebau strebt er aber auch gewissermaßen die Weltherrschaft an, die ihr über Schlachten zur Land, zur See und auch in der Luft bestreitet oder alternativ durch ökonomische Überlegenheit eure Ziele erreicht. Kaiserpunk konnte jetzt die 100.000 Wishlist-Marke knacken und steht damit unter den Top 300 der Most Wanted Games weltweit. Eine Demo gab es bereits zum letzten Steam Next Fest für kurze Zeit und der Release ist für den 3. Quartal 2024 geplant. Genug Gründe also, den Titel weiter im Auge zu behalten, weswegen ich euch diesen in Kürze in einem Preview-Video genauer vorstellen werde. In diesem Sinne, liebe Zocker-Launcher, gerne ein Abo dalassen für mehr und bis zum nächsten Mal.